Ich liebe Tiere. Und obwohl dieses Bild schon 16 Jahre alt ist, hat sich seitdem nichts daran geändert. Sie schätzen unsere Gesellschaft und spüren die Liebe in uns. Und sie verstehen uns sehr gut. Darf ich jetzt auch rein, Amsel? In diesem Teil geht es um Vögel. Ich habe schon alle möglichen Arten mit nach Hause gebracht. Von Babyamsel bis zu Spatzen und sogar einer verletzten Taube. Ich würde niemals wegschauen, wenn es einem Tier nicht gut geht. Vor fast 6 Jahren war ich mit meiner Schwester einkaufen und wir haben das dann einfach mit einem 20-Minuten-Spaziergang verbunden. Als wir dann auf dem Rückweg waren, haben wir so ein lautes Rabengekreische gehört. Ich hatte schon ein ganz komisches Gefühl. Mein Gefühl bestätigte sich, als wir plötzlich einen schwarzen kleinen Fleck entdeckten, der verzweifelt Schutz suchte, wusste ich sofort, was zu tun ist. Meine Schwester suchte gleich einmal die Wildvogelstation-Telefonnummer heraus und als wir mit der guten Dame sprachen, erfuhren wir, dass tatsächlich Brutsaison bei den Raben ist und diese dann sehr aggressiv reagieren, sobald ein anderes Lebewesen, egal ob Tier oder Mensch, in ihr Territorium kommt. Ich verstand sofort, denn ich kannte dieses Szenario bereits. Zu meiner Schulzeit, als ich einmal eine Freistunde hatte mit ein paar anderen Klassenkameraden, hatten wir auch dieses enorme Gekreische der Raben wahrgenommen und bis irgendwann plötzlich ein Buzzard gegen die Scheibe geflogen ist und Schutz auf der Brüstung suchte. Damals kam dann auch jemand von der Wildfangstation und fing ihn ein, um ihn wegzubringen. Der Unterschied nur zu jetzt war, dass die junge Krähe tatsächlich um ein Vielfaches kleiner als ein Buzzard ist und keine Chance hatte gegen die ganzen Raben. Auf jeden Fall fiel mir auch auf, dass er nicht richtig mehr losflog, wenn ich in seine Nähe kam. Er hüpfte einfach immer nur weiter, obwohl er, abgesehen von der Situation, ziemlich vital und jung wirkte. Die Dame am Telefon bestätigte uns, dass es eine Jungkrähe war und dementsprechend, ja, nichts falsch gemacht hatte, weil sie in ein falsches Gebiet kam. Genauso wenig wie die Raben. Es war ihr natürliches Verhalten, um ihr Gebiet und den ganzen Nachwuchs in gesammelter Mannschaft zu schützen. Dann kam die Ernüchterung. Sie hatten keine Möglichkeit, diese Jungkrähe aufzunehmen. Stattdessen fragte sie uns, ob wir uns zutrauen würden, sie dann mitzunehmen, wenn wir sie unterbringen könnten. Und meine Antwort war natürlich sofort klar. Wenn keiner kommt, dann nehme ich sie auch mit. Meine Schwester musste ich gar nicht erst fragen. Genauso wie ich mein letztes Hemd hergeben würde, wie man so schön sagt, zog ich natürlich sofort meine Weste aus und fing sie vorsichtig ein. Denn einen Schock hatte sie wahrscheinlich schon genug neben dem ganzen Gefieder, das sie verloren hatte. Nur bemerkte ich dann, als ich sie eingewickelt hatte, dass sie sehr zappelig war. Also überließ ich ihr die Entscheidung und ließ sie aus der Jacke heraus und auf meinen Arm. Wie ihr sehen könnt, hatte sie schreckgeweitete Augen, also schenkte ich ihr die Ruhe zu sein. Und so ließ sie sich auch wieder einkuscheln und saß den ganzen Heimweg entspannt in meinen Armen, weil sie spürte, dass ich nur zu ihrem Selbstwohl handelte. Zu Hause angekommen, richtete meine Schwester erst einmal den Blumenkasten auf unserem Balkon her, ihr vorübergehendes Zuhause. Nach 2 bis 3 Tagen hatte sie sich sehr schnell schon erholt und wir ließen die komplette Abdeckung offen. Sie hätte jederzeit wegfliegen können, aber irgendwie beschloss sie noch ein bisschen zu bleiben. Also ließ ich sie einfach sein. Da ich sowieso immer gerne auf dem Balkon sitze, um möglichst viel Sonne und frische Luft zu tanken, rief sie mich, wenn ich nicht draußen saß. Also verbrachten wir noch ein paar Tage gemeinsam, in der sie sich wohlfühlte und ich mich wohlfühlte.
Letztendlich gab sie meiner Seele viel mehr als das bisschen, was wir ihr geholfen hatten. Denn ich hatte eine Spanne in meinem Leben, die man wahrscheinlich heute als schlimm bezeichnen würde. Heute betrachte ich alles aus einer ganz anderen Ebene. Und so weiß ich, dass die Krähe und ich uns nicht ohne Grund begegnet sind. Ich habe viel an sie gedacht, weil sie mir Kraft für eine Zeit, die noch mir bevorstand, schenkte. Und so wunderte es mich überhaupt nicht, als sie mich 2023, 3 Jahre später, besuchen kam, auf dem Spalier Platz nahm, so wie diese Waldtaube. Nur als ich den Vorhang beiseite schob, flog sie nicht weg. Sie blickte mich an, ich blickte sie an. Nur war es diesmal ich, die verzweifelte Augen und einen leeren Blick hatte. Sie erinnerte mich an die Kraft, die wir besitzen. Und nach etwa einer halben Minute bis Minute spürte ich wieder meinen Funken in mir, den ich verloren hatte. Dann flog sie weg. Das ist auch das Besondere. Tiere haben eine ganz besondere Verbindung. Sie erinnern uns daran, einfach zu sein, ohne Raum und Zeit. Ich meine, fühlt ihr diesen Frieden und spürt ihr, wie euer Herz aufblüht, wenn ihr so etwas beobachtet?